Im heutigen Review wird es richtig böse, richtig kriminell, ich möchte schon fast behaupten, verbrecherisch. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, das Set, das ich euch heute präsentiere, ist ein Beweis dafür, dass Kobi auf seine Kunden hört. Wir sprechen über einen modernen Jäger aus der Armed Forces Serie, daher im Maßstab 1:48. Es hat über 900 Steine, eine Minifigur, den modernen Stand und schimpft sich auf den Namen Sukhoi Su-57 mit dem NATO-Code Fallon. Ein Flugzeug, das Kobi hier zum ersten Mal als feindlich bezeichnet. Warum, weshalb, wieso und alle Fakten natürlich zur Sukhoi, die checken wir gleich aus hier auf meinen Bautisch. Da liegt der Schwerverbrecher bzw. der Verbrecher auf meinen Bautisch. Das englische Wort für Schwerverbrecher, Schrägstrich Verbrecher, ist Fallon. Deswegen hier der kleine Gag aus dem Intro. Die Su-57 von Kobi besteht aus 928 Steinchen und einer Minifigur und natürlich Maßstab 1:48 wie alle modernen Jets der Armed Forces Serie. Wir bekommen einen russischen Piloten, das ist ganz wichtig, und wir kriegen einen neuen Kobi-Stand. Finde ich auch ganz wichtig bei so einem Flugzeug. Hier brennt der Himmel. Ich hoffe, dass wir auch gleich hier auf dem Bautisch ein bisschen brennenden Bauspaß haben. Das ganze Flugzeug ist voller Drucke, das ist klar. Wir haben hier ein paar Fakten, relativ knapp. Dafür haben wir ja mein Video, da gibt es ein paar Fakten. Ganz wichtig, das Flugzeug wird 41 cm lang und hat eine Spannweite von 28,5 cm und hat hier vorne die Flügel zu bewegen bzw. einen innenliegenden Bombenschacht. Ist ja oft so bei Stealth-Jägern. Lassen wir diesen Stealth-Jäger jetzt einmal in die Luft gehen, denn wir wollen ja wissen, was sich im Karton genau verbirgt. Ja, Freunde, da haben wir die Bauabschnittstüte 2, hauptsächlich schwarz-blau und in diesem weiß-grau gehalten, sowie die Bauabschnittstüte 1. Und wir können schon eine ganze Menge Drucke, wie hier den roten Stern und hier die Tarnung, dieses Pixel-Tarnungsmäßige auf den Steinen sehen. Wie gesagt, hier dann mehr Blau und mehr Grau. Sowie einen gelben Teiletrenner, die besten Teiletrenner der Welt, meiner Meinung nach. Und natürlich die Anleitung DIN A4 mäßig gehalten, bzw. gehalten hier von Klammern. Das gleiche Artwork wie auf dem Karton. Wir bauen wie immer bei Kobi-Anleitungen schön drauf los. Wir wissen, dass der erste Bauschritt immer der farbliche ist und dann immer der aktuelle. Wir wissen, dass wir in diesen Rechtecken immer die Steine sehen, die wir verklemmen, und sonst weist uns immer ein Pfeil bzw. ein Hinweis hier den Weg, wobei es hier sehr mau aussieht. Hier haben wir kaum Pfeile, hier sehen wir dann die ersten Pfeile, wo wir was drauf zu drücken haben. Ganz wichtig: Achtet hier immer als Neulinge auf die Legende, denn Kobi hat Steine, die wir bei anderen Klemmbausteinherstellern nicht haben, aber in der Form ähnlich, und sie unterscheiden sich, sind trotzdem 100% kompatibel. Achtet einfach darauf, da kann man sich schnell verbauen. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep 130, wenn wir die Bolzen in den Stand stecken, denn wir können den Stand hier arretieren, wie wir wollen. Das sehen wir hier auch, und mit diesen Bolzen können wir das dann so feststellen, wie wir wollen. Der eigentliche Bomber ist fertig auf der Seite 109, wenn wir den Piloten dazu stecken. Ganz wichtig, ab und zu gibt es auch noch mal so Anlegehilfen. Da sehen wir, da brauchen wir keine Noppen zählen, aber das können wir uns auch schenken, denn auf den Teiletrenner haben wir auch eine Noppenskala. Da kann man auch Steine anlegen. Ja, und dann natürlich wie immer der Hinweis: 9 Jahre und älter sollte man sein. Das kann ich euch nach dem Review sagen. Auf der letzten Seite der Hinweis, wie wir die Minifigur zusammenbauen, und dann traditionell auf den letzten Seiten die Steineübersicht. Was ist im Flieger hier verbaut? Bei Kobi haben die Steine Nummern, und wenn euch ein Stein da fehlt, dann könnt ihr diese Nummer auf der Webseite hier auf dem Service Tag bei Kobi gleich monieren. Ich hoffe, hier gibt es nichts zu monieren. Ich freue mich jetzt, hier kriminell zu werden und den Schwerverbrecher für euch zu klemmen. Freut euch auf die Fakten, Freunde, und mir viel Spaß deswegen beim Klemmen und euch beim Lauschen eben dieser.
Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute sprechen wir natürlich über den Schwerverbrecher, über die Sukhoi Su-57 Felon. Denn das ist der NATO-Code Felon aka Schwerverbrecher. Russlands 5. Fighter-Jet-Generation und ihr Einsatz im Ukraine-Krieg und viele Fachleute sagen auch Russlands einziger richtiger Stealth-Jet. Die Su-57 entstand aus dem PAKFA-Programm der späten 1990er und hob am 29. Januar 2010 als T-50-Prototyp erstmals ab und erhielt dann 2019 den schon von mir erwähnten NATO-Codenamen Felon. Nach Verzögerungen inklusive des Absturzes des ersten Serienflugzeuges 2019 laufen seit 2020 Serienzuläufe. Politisch gesetzt ist ein Großauftrag über ca. 76 Maschinen bis 2028. Real wächst die Flotte schrittweise. Flight Global führt für 2025 rund 2 Dutzend aktive Su-57, was den behutsamen Hochlauf und Zufluss zur Luftwaffe bestätigt. Technisch kombiniert die Su-57 niedrige Signatur mit Vielseitigkeit. Planform ausgerichtete Kanten, interne Waffenschächte, ein AESA-Radarsystem plus EO-Infrarotsensoren, Datenlink und Cockpit-Fusion. Die meisten Jets fliegen mit einem AL-41F1-Triebwerk. Das effizientere Idile 30 ist perspektivisch vorgesehen. 2025 kündigte UAC zudem eine KI-Assistenz für Piloten an. Ein Hinweis, wohin die Softwarereise auch in Russland gehen soll. Zur Geschichte gehört auch der industrielle Unterbau. Gebaut wird in Komorsolmsk am Amur, kurz KNAAZ, als Produktionsstätte. UAC meldete 2024 Investitionen in neue Prüf- und Fertigungsanlagen, um den Ausstoß zu erhöhen. Ein zentraler Hebel, denn die früheren Jahre litten unter Engpässen und Nacharbeiten aus der Erprobung. Bestätigter Betreiber ist die russische Luft- und Weltraumkraft, kurz abgekürzt mit VKS. Indien war über das FGFA-Projekt zunächst Partner, stieg 2018 aus und setzt nun auf das eigene AMCA-Programm, während Moskau 2025 erneut eine Su-57-Offerte unterbreitete. Parallel meldeten algerische Staatsmedien im Februar 2025, Algerien werde erster Exportkunde. Mehrere Fachmedien griffen das auf. Offizielle Detailverträge und sichtbare Auslieferungen bleiben jedoch abzuwarten. Stand heute ist Russland der einzige gesicherte Nutzer und aufgrund des Ukraine-Konfliktes und der wahrscheinlich selbstbezogenen Maschinen und selbstgebrauchten Maschinen auch sehr unwahrscheinlich. Apropos Ukraine-Konflikt. Offene Quellen zeichnen seit 2023 bzw. 2024 ein konsistentes Bild vom Standoff Maschinen. Die Su-57 bleiben auf oder hinter russischem Gebiet und wirken mit präzisen Abstandswaffen gegen hochwertige Ziele, um Risiken durch ukrainische Luftverteidigung zu minimieren. Ein wichtiges Puzzleteil ist die relativ neue, radararm ausgelegte Marschkörpervariante KH-69. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 2025 wurde in Kiew die Sprengladung einer abgeschossenen KH-69 entschärft. Ein seltener, handfester Befund, der den operativen Einsatz solcher Waffen belegt. Für eine Plattform mit internen Schächten und geringerer Signatur wie die Su-57 ist genau dieses Trägerprofil plausibel. Verlusten vermeiden, Verwundbarkeit zeigen. Das ist quasi das Einsatzprofil der Su-57. Am 8. Juni 2024 traf die Ukraine eine geparkte Su-57 am Test- und Einsatzdrehkreuz Achutubinsk. Vor- und Nachher-Satellitenbilder und Agenturberichte untermauern den Treffer. Ob die Maschine später instand gesetzt wurde, ist zweitrangig. Der symbolische Wert für die Ukraine war enorm.
Als Reaktion dokumentierte OSINT und Regierungsquellen 2024-2025 den raschen Bau gehärteter Flugzeugschutzbauten an mehreren Basen, unter anderem in Belbek auf der Krim und direkt in Achtubinsk. Ziel: Schutz gegen Drohnen und Splitterwirkung, kürzere und sichere Abstellzeiten, höhere Einsatzbereitschaft. Eine kleine Einordnung in 5 Punkten generell zur Su-57. Erstens, die Su-57 ist 2025 noch eine kleine, politisch wertvolle Flotte. Das erklärt vorsichtige Taktik, viel Wirkung aus der Distanz, wenig Risiko. Zweitens, Präzisionsmunitionsträgerschaft ist das Kerngeschäft. Luft-Luft-Rolle bleibt sekundär, solange Stand-off-Schläge gegen Infrastruktur und Führungsziele operativ wichtiger sind. Drittens, die Antidrohnen-Shelter-Spirale zeigt, der Luftkrieg verlagert sich tief in Basis- und Logistikebene. Viertens, die Industrie skaliert, aber nicht explosionsartig. Weder Stückzahl noch neue Triebwerke für alle sind kurzfristig realistisch. Fünftens, Exportberichte zu Algerien sind politisch gewichtig, operativ aber erst mit real zugelaufenen Zahlen wirklich relevant. Indien bleibt Beobachter mit Fokus auf ihr eigenes AMCA-Programm. Als Fazit kann ich nur sagen, die Su-57 ist Russlands modernstes Kampfflugzeug, technisch ambitioniert, operativ aber zurückhaltend eingesetzt und zunehmend als Munitions-LKW mit kleinerer Radarsignatur im Ukraine-Krieg sichtbar. Ihre Geschichte ist die eines langen Anlaufs mit wachsender, aber begrenzter Serienreife. Wer das Muster bewertet, sollte deshalb 2 Ebenen trennen: die Plattform mit ihren Fähigkeiten und die sehr kontrollierte Art, wie Russland sie derzeit nutzt. Alle Quellen, und das war gar nicht so einfach, die zu finden, habe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt und ihr könnt sie nachlesen und für euch gerne selber bewerten. Jetzt aber, Freunde, viel Spaß beim Klemmbaustein-Review des Kubisets 5909, nämlich unserer Su-57 Felon, den Schwerverbrecher. Nach fast exakt 3 Stunden Bauzeit steht unser 928 Steine Stealth Jet aus Russland, die Su-57 Felon, unser fliegender Schwerverbrecher, das Kubisett 5909 aus der Armed Forces Serie auf dem Bautisch. 80 € für einen Jäger aus der Armed Forces Serie im Maßstab 1:48. Und damit dieses Set den gebührenden Momentum bzw. den gebührenden Umgang bekommt, habe ich hier ganz rechts die F-22 von Kobi aus der Armed Forces Serie und natürlich hier noch gar nicht so alt die F-117 Nighthawk von Kobi mit auf den Bautisch gestellt. Alles Schwestern und Brüder im Geiste, wenn wir über das Thema Stealth reden, gerade hier bei der F-117 oder natürlich auch hier bei der F-22 Raptor. Zum Set. Natürlich, ihr habt es gesehen, der schöne Kobi-Teiletrenner hier in Gelb ist immer wieder geil. Ich kann es nicht oft genug sagen, mein liebster Teiletrenner. Wir haben natürlich einiges an Steinchen über, hauptsächlich kleine Bölzchen, also Bolzen und Bügelperlen. Die Bügelperlen und Bolzen sind eigentlich dafür da, den Stand zu fixieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, sondern nur grob wie eine Anleitung, weil ich noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das Flugzeug positionieren werde und ob ich es überhaupt auf dem Stand lasse. Warum, weshalb, wieso, zeige ich euch gleich. Aber das hier ist ja dieser Bolzenapplikator. Man steckt ja die Bolzen hier vorne in dieses Stabelement rein und steckt es dann in die Zahnräder, in die Löcher des neuen Kobi Stands. Ich nenne ihn immer Schwerlast-Stands, weil er meistens bei größeren, schweren Sets eingesetzt wird, dieser Stand. Die Anleitung lässt sich ziemlich gut lesen, lässt sich gut wegbauen. Generell hat der Bau dieses Flugzeugs richtig viel Spaß gemacht. Man baut zwar die ganze Zeit hier liegend auf seinem Bautisch eine flache Struktur, aber wir sehen ja auch schon im Profil, wenn ich die jetzt wollte ich schon F sagen, nein, wir haben ja ein russisches Flugzeug, die Su-57 hier. Wie wir uns so anschauen, sehen wir ja schon hier ein sehr, sehr flaches Flugzeug und genauso bauen wir auch die ganze Zeit eigentlich liegend. Es macht aber Spaß. Es gibt keinen Baustep, der so wirklich kompliziert ist. Ein bisschen habe ich gestruggelt, bei dem Tarnmuster zu bauen. Das schauen wir uns gleich an auf den Fliesen, weil die ja so einen Pixeltarn haben. Aber sonst hat es eigentlich sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Also die Anleitung hier, die ist jetzt nicht zu fordernd
Ein bisschen nervig wird es, wenn wir an die Bewaffnung kommen, weil wir viel mit Ringen und Stäben arbeiten. Das ist nicht immer so ja, schön, vor allem wenn man die ganze Zeit so schöne Fliesen gelegt hat bei diesem Set und dann am Ende kommt diese ja, Bewaffnung an der Reihe. Das gefällt mir gar nicht. Hier sehen wir das zum Beispiel in den Bausteps hier hinten ab 107. Diese ganzen Raketengeschichten. Das macht nicht so Spaß. Ihr seht schon auch, wie viele Teile man hier rechts so braucht. Nicht mein Fall. Über die Raketen sprechen wir gleich noch. Sonst aber wirklich ein tolles Flugzeug. Der Bau hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, 3 Stunden richtig Spaß. Man muss nur wissen, ob einen knappe 80 Euro, so ist ja die Originalpreisempfehlung von Kobi, wie wir sie bei Kobi kaufen können, einem das wert ist. Ja, schauen wir uns mal unsere Su-57 genauer an. Hier in dieser steilen Startposition, wie ich den Stand hier so eingerichtet habe. Hier sehen wir dieses Pixelmuster. Wir haben einige bewegliche Teile, nämlich wir haben hier das Querruder. Hier hinten diese Flaps können wir auch bewegen, also das Höhenruder eigentlich. Das können wir aber nur nicht nach oben stellen, sondern nur nach unten. Ähnlich übrigens auch so fast wie bei der F-22. Wie gesagt, hier diese Querruder, die wir bewegen können und hier vorne auch diese Flügelspitzen können wir bewegen. Wir haben auch hier schön schwarz gebautes, nichts gedrucktes, Lufteinlässe und wir sehen auch hier wieder, wie flach eigentlich dieses Flugzeug ist. Richtig cool ist, und das seht ihr hier vielleicht, dass unser Stand zweimal Jumper Plates hat für eine Minifigur und wir könnten hier also noch die Bewaffnung drauf bauen, ähnlich wie wir es vielleicht bei der F-117 haben. Dafür ist aber nichts in der Anleitung vorgesehen. Eine zweite Figur haben wir nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich diesen Stand hier einfach zweckentfremden, mal schauen, ob ich ihn für ein anderes Flugzeug benutze und werde die Su-57 einfach auf seine eigenen Füße stellen, so wie ich es auch gleich mit euch machen werde hier im Review, wenn ich es euch zeige. Schauen wir uns die Pilotenfigur einmal an. Die finde ich ziemlich cool. Die hat eine blaue Hose, hat einen grauen Flieger-Overall. Hier vorne dann, ich denke mal, für die Beatmung, vielleicht auch für die Helmtechnik, deswegen ja wahrscheinlich auch hier diese schwarzen Punkte. Das gibt es bei russischen Militärflugzeugen oft, dieses Head-Up-Display, wie wir das kennen, diese Helmsteuerung wird mit solchen Reflexpunkten, ja, wird der Helm quasi infrarotmäßig erfasst, damit dieses, ihr kennt das, wo schaue ich hin, im Cockpit auch angezeigt wird. Sonst ist die Figur relativ schmucklos, aber ich glaube, sie geht ziemlich nah ran an die russischen Pilotenuniformen, die jetzt auch nicht so schick sind. Aber sonst ziemlich cool. Wie gesagt, diesen Fact mit diesen hier 6 Punkten oben auf dem Kopf, beziehungsweise 5 Punkte, finde ich ziemlich gut umgedacht, wenn wir hier an diese Helm-Kopf-Bewegungssteuerung denken, dann passt das. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn ihr da eine andere Info zu habt, dann schreibt mir das gerne bitte in die Kommentare. Wie immer dürft ihr gerne ergänzen. Dann natürlich hier ganz schlicht das Typenschild Su-57, Maßstab 1:48, eine Plate, die wir einfach hier auf die uns gebauten 1x2er mit Bars auf C-Clamps drauf klemmen und schon haben wir hier unser Typenschild. Was mir nicht gefällt am Stand ist und generell, ja auch bei so mancher Fliese, es wirkt zerkratzt und schmutzig und das irgendwie über Gebühr. Ihr seht es vielleicht hier, ja, ich versuche es im Licht euch ein bisschen zu zeigen. Es wirkt nicht sauber oder zu frisch vielleicht aus den Molds rausgenommen. Also gerade bei diesem Stand haben wir auch ein paar Kratzer drauf. Das finde ich eigentlich schade, denn diese Stands sollen es ja edel machen. Da sehen wir es auch ganz leicht hier. Ja, das gefällt mir nicht. Sie sollen so ein Flugzeug edel machen. Es sind 80 Euro und da finde ich, da kann Kobi eigentlich ein bisschen besser irgendwie ja, hantieren. Das mag ich nicht. Also das ist schade. Ich baue immer diese Stands ja auch eher, damit ich die schwarzen Steine weg habe, wenn ich in den letzten Bautüten bin. Und dann ist es halt echt schon schade, wenn es halt so zerkratzt und noch dieses Trennmittel von den Steinen, wenn die aus den Formen kommen, noch drauf sind. Da hat Kobi immer so ein Problem, aber bei so einem 80-Euro-Set, da fällt es mir halt ganz extrem auf. Ich nehme jetzt mal hier, nachdem ich euch mal kurz das Flugzeug gezeigt habe, es gleich vom Stand runter. Hier seht ihr auch die Drucke. Hier ist alles blau, das passt so ganz gut, aber ein bisschen dann, wenn es in dieses Tarnmuster geht, dieses Pixeltarn, sehen wir schon,
dass es ein Tucken dunkler ist und glänzender als dann die blauen Steine. Diese blauen Steine sind die typischen blauen Steine, die wir von Kobi kennen, die Kobi schon früher in der Action Town im Portfolio hatte. Das finde ich ganz gut. Die roten Sterne sind ganz okay, aber dieser Pixel-Tarn hier, da haben wir schon auf den Steinen hier unten auf jeden Fall einen krasseren Übergang von der Farbe als dann später an den Seiten zum Beispiel. Dieses Tarnmuster ist ja eines, das die russische Luftwaffe bei verschiedenen Vorführungen der Su-57 benutzt hat. Es gibt Fotos mit den fortlaufenden Nummern. Ganz oft gibt es sie aber auch in Grau und da ist dann eher, wenn euch lieber so ein grauer Jet gefällt, die 5921, der Enemy Strike Jet aus der Top Gun Serie, hier für euch das Set der Wünsche. Das hat allerdings nur 851 Teile, weil wir da zum Beispiel die Bewaffnung nicht dabei haben und diese Art von Stance, meine ich, ist da auch nicht dabei. Und deswegen auch übrigens, warum Kobi sagt hier feindliches oder Enemy Aircraft, weil ja zum Beispiel dieser Enemy Strike Jet bei Top Gun auch so heißt. Also da haben wir keine Suchoi in der Benamsung. Also da sprechen wir nicht von Suchoi. Hier dann nochmal der Stand. Ich nehme mal die Figur ab und dann wisst ihr vielleicht besser, was ich meine. Ich finde halt hier, ja, das kann Kobi einen Tucken besser, wobei es jetzt in der Kamera besser aussieht, als ich es meine. Hier seht ihr über diese Schattierungen, das kommt nicht nur von meinen Fingern, vom Talg, sondern halt teilweise halt von diesen Trennmitteln. Da haben wir auch so einen richtigen Fleck, der gar nicht weggeht. Da seht ihr es vielleicht da. Und hier haben wir auch so ein paar Kratzer. Das finde ich ein bisschen schade, einfach bei dem Preis. Und dann ist das, was ich meine, hier in diese Löcher werden diese Bolzen reingesetzt, damit man dann, hier sieht man es da, damit man dann diese Form, man kann es jetzt ja einstellen, wie man es möchte, fixieren kann. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Stand halt lasse, wie gesagt. Und dann auch ein bisschen so, dass diese Plates ja, sich immer wieder rausdrücken, finde ich auch ein bisschen schade. Ich suche mir jetzt hier keine Punkte raus. Ich merke gerade, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt so gucke, da haben wir auch so eine Macke drin, die gar nicht weggeht. Vielleicht auf hohem Niveau, aber 80 Euro für so ein Jet ist halt so ein Thema. Klar, haben wir fast 1000 Teile, aber dann soll auch die Qualität hier besser sein. Hier sieht man es auch, da kann ich drücken, wie ich will. So ein bisschen Versatz habe ich drin. Naja, egal. Der Stand ist hier ähnlich, habe ich gesagt. Der Fokus, den ich habe, vielleicht benutze ich den gar nicht, sondern hier unsere Su-57. Schön das Formteil hier vorne, auch toll bedruckt. Wir haben vor allen Dingen, was die Drucke angeht, habe ich euch gezeigt, hier ein paar. Interessant wird es halt wirklich hier im Cockpit, weil wir haben hier die Avionik auch schön bedruckt. Da, wenn man mal reinschaut, da sehen wir hier 2 Bildschirme bzw. 3 hier oben, also richtig cool mit Fadenkreuz. Das lässt auch wirklich auf das, was ich euch in den Fakten gesagt habe, darauf hinschließen, dass wir hier wirklich einen LKW, einen Waffenträger haben, der aus großer Entfernung dann seine Ziele bekämpft. Bisschen blöd hier, das Fahrwerk fällt mir gerade ab an den Plates. Man muss aber dadurch, dass man sehr flach baut, auch sehr viel drücken. Das dürft ihr bei diesem Set nicht vernachlässigen. Wenn ihr kein Fahrwerk haben wollt, natürlich müsst ihr es rausziehen. Es gibt keinen alternativen Bau. Wir haben jetzt hier keine blaue Plate. Diese große 2x2er Jumper Plate müsste dann da drinnen bleiben mit der Noppe. Was ein richtiger Krampf war, ist hier diesen internen Waffenschacht mit der Bewaffnung zu befüllen. Und ihr seht auch, wenn er zu ist, ich bin Kobi-Bauer, ich habe traditionell keine Fingernägel. Sehr schwer den Waffenschacht nicht schafft zu öffnen. Und da sehen wir dann hier die Bewaffnung drin, die wir in die Tube stecken. Und ich musste den ganzen Schacht nochmal auseinanderbauen, damit ich hier überhaupt drin rumfummeln kann, weil ihr seht, mit 2 Fingern hier drin so diese Raketen da reinzubauen, ist schon ziemlich schwierig. Zu der Bewaffnung sprechen wir gleich noch, wenn wir bei den Fakten ankommen. Denn ihr bekommt ja, also Fakten Teil 2, denn ihr bekommt natürlich, nachdem ich euch das Set hier so in meiner Hand präsentiert habe, nochmal gleich Detailbilder und dann sprechen wir unter anderem über die Bewaffnung. Die besteht aus ziemlich vielen Ringen, hier einmal Einsern und dadurch wirkt es manchmal ein bisschen nicht gerade, sondern etwas krummer. Das liegt dann an der Bauweise. Ihr seht es hier vielleicht, da man kann das ein bisschen, da muss man genauer arbeiten, damit man hier so auch dann ja gerade Waffensysteme hinbekommt. Sonst finde ich es eigentlich ziemlich cool, auch schön gelöst, dass wir hier unten wirklich fast alles zu haben, was zugeht. Hier hinten geht es natürlich nicht, weil wir hier halt einfach die Höhenruder haben. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man seine Räder hier gerade hat. Generell biegt sich so ein bisschen die Flügel durch diese flache Konstruktion.
aber das ist kein großes Manko. Also es ist wirklich ein richtig schicker, feindlicher Jet. Und das auch nochmal zur Betonung, ich habe mir das nicht ausgedacht, das hat Kobi so gesagt. Bei der ersten Vorstellung hat Kobi gesagt, das erste Mal stellt Kobi ein feindliches Flugzeug vor. Als polnische Firma ist das sicherlich ja, eine Sichtweise, die man haben kann. Bei denen ist dieser Konflikt, bei dem diese Flugzeuge im Einsatz kommen, etwas näher als bei uns. Und mehr will ich das politisch gar nicht an diese Stelle hier werten. Mir gefällt dieses blau-weiß-graue Muster. Mir gefallen auch hier die Seitenruder. Auch lustig, was hier drauf gedruckt ist. Die 53. Ich habe hier wirklich nicht viel zu meckern, außer über den Preis vielleicht. Aber wie gesagt, knapp 1000 Teile. Darüber kann man natürlich reden. Und ihr seht, man muss aufpassen, wo man anfasst. Ich habe jetzt hier meinen Daumen links und schon habe ich hier die Bewaffnung quergestellt, weil wir hier nur mit einer Bar in so einem einmal Einser mit Loch drin sind. Und hier ja, geht auch ganz schnell mal so diese Spitze dieser Langstreckenraketen ab. Da muss man nur drauf aufpassen. Sonst kann ich wirklich nicht viel meckern. Der Stand ist blöd. Die Farbverläufe hier hinten, da sieht man es nochmal ein bisschen besser, sind nicht so schön. Ihr seht es da, stumpf, hell glänzend, das gefällt mir nicht so. Bei den Flügeln hier fällt es nicht so auf, komischerweise eher so hier bei diesen Steinen. Aber wenn es im Regal steht, Stealth, wenn unser Stealth-Jäger im Regal steht, haben wir eine imposante russische Maschine stehen, die auf jeden Fall ein Hingucker ist. Und jetzt auf dem Tisch steht ja nochmal, wie verdammt flach hier die Suchoi daherkommt. Naja, wie gesagt, ihr bekommt jetzt auf jeden Fall Detailbilder. Eine Sache will ich euch noch zeigen, weil da müssen wir drüber reden. Das ist natürlich hier hinten dieses Triebwerk, beziehungsweise die Triebwerke mit den Abgasstrahlen, hier mit den Flammen, mit diesen durchsichtigen Tubes. Das gefällt mir richtig gut und auch lustig ist dieser Entenbürzel. Der hat einfach Spaß gemacht zu bauen. Also dieses Flugzeug macht richtig Spaß zu bauen, das habe ich euch gesagt. Man muss aufpassen, weil es flach ist, wie man hier drückt. Drückt, so. Drucke haben wir tolle, das wollte ich noch sagen. Und der Waffenschacht war auch nochmal so ein Thema, wo man so ein bisschen, ja, seinen Spaß hat, wenn man da die Bewaffnung reinfriemelt mit seinen Fingern. Auf jeden Fall, wenn man solche Finger hat wie ich. Und nochmal, schaut das Ding flach aus. Mann, 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 eine richtige russische Flunder. Ihr bekommt jetzt gleich Fakten zur R77M und zur KS 172. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Bildershow, bei den Fakten Teil 2 und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen an dieser Stelle, wenn ihr euch die Detailbilder anschaut, noch ein paar Fakten zur Bewaffnung der Suchoi Su-57, nämlich zur R77M und zur KS 172. Die R77M, auch Isdelje 180 genannt, beziehungsweise im NATO-Code AA12-AD, ist eine modernisierte Mittelstreckenrakete für die Su-57 und die Su-35. Statt der gitterförmigen Leitwerke nutzt sie konventionelle Heckflossen, besser für Reichweite, Signatur und Transport im internen Waffenschacht. Neu sind AESA-Suchkopf, Datenlink und ein Dual-Puls-Feststoffmotor. Realistische Reichweitenangaben liegen deutlich über der R77-1, der Vorgängerversion, die interessanterweise in der Ukraine entwickelt wurde bzw. in der Sowjetunion und werden oft um etwa 180 bis 200 Kilometer genannt. Die KS 172 AAML, die man früher auch K100 genannt hat, ist eine Luft-Luft-Lenkwaffe, die auf Kampfentfernungen von großer Reichweite ausgelegt sind. Es gibt Versionen von 300 bis 400 Kilometer Reichweite. Die Standardversion hat eine Reichweite von 400 Kilometern und ist zweistufig. Das ist die große Rakete mit dem großen, klobigen Hinterteil, die ihr hier an der Su-57 bei Kobi verbaut seht. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als ich es kaum erwarten kann. Dieses Flugzeug, was absolute 3 Stunden Bauspaß mir garantiert hat, dank der tollen Befliesung hier ins Regal stellen zu dürfen. Kleine Mankos habe ich euch gesagt, ein bisschen auch habe ich noch gemerkt, das Fahrwerk hält nicht ganz so gut. Also werde ich wahrscheinlich doch meine
Suchoi Su-57 hier auf dem Stand ins Regal stellen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Bloxy, eigentlich ist es ja nicht so cool, dass es hier so ein aktuelles russisches Kampfflugzeug gibt, dann kann ich nur sagen, viele Kobi-Freunde haben in den Kommentaren und Umfragen bei Kobi solche Flugzeuge gewünscht. Kobi hat also nur auf die Nachfrage seiner Fans, seiner Kundschaft reagiert. Bei mir auf dem Kanal mache ich mir überhaupt keine Gedanken, denn ich gebe euch ja immer einen technischen und historischen Kontext. Somit können wir solche Fahrzeuge einordnen und generell, auch wenn man das nicht glauben mag bei meinem Kanal, bin ich ja kein Freund von solchen Gefährten, wie jetzt hier dem Leopard 2 zum Beispiel, die ja auch wehtun können. Und das per se, den Nutzen, den mag ich nicht. Trotzdem interessiert mich hier immer die Technik und die Geschichte. Und wo fängt man an, wo hört man auf? Bei einem modernen russischen Jet, bei den Römern, bei Piraten oder einen historischen Doppeldecker? Alles Themen, die wir diskutieren können, aber nicht müssen, denn am Ende des Tages dreht es sich hier um ein Klemmbaustein-Set und über Revell und Airfix, da beschwert sich ja auch keiner. Ich beschwere mich nicht, vielleicht über den Preis, denn das Set ist eigentlich ein tolles, trotz seiner Schwächen. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wie immer, seid schön friedlich, denn wir sind ja eigentlich eine ziemlich coole Community hier. Das muss ich echt mal sagen. Vielen Dank da an euch. Und in diesem Sinne, auch wenn das hier ein böser Schwerverbrecher ist, es ist ein Flugzeug. Ich wünsche euch einen guten Flug. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.